Bilderall, mein Fazit nach 222 Tagen Nutzung. Lohnt sich der Kauf? Schauen wir also rein ins Dashboard. Übrigens, das ist die neue Homepage, wo jedes Tool im Detail erklärt wird, aber das erkläre ich euch in einem anderen Video. So, wir gehen mal in mein Dashboard hinein. Unter Home Apps siehst du hier eine Übersicht der wichtigsten Tools, zum Beispiel den Cheetah Site Builder, den Funnel Builder, den Chat Builder, den Webinar Builder, die E-Learning App, den App Baukasten, Bilderall Directory Builder, Bilderall Booking Tool, WordPress, WooCommerce, WhatsApp-Integration, Mailing Posts, also die E-Mail-Marketing-Automation, WhatsApp Launch Manager, E-Mail-Verwaltung und so weiter, Sideboard, Telegram, CRM-System, Skriptgenerator, Quizbilder, den liebe ich, den nutze ich öfter, Mockup Studio, Fotomanager, Video-Funnel-Bilder, Bilderall Video-Hosting und so weiter und so fort. Es erschlägt einen am Anfang, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Für mich war es auch, ich habe ursprünglich eine Alternative gesucht zu den vielen Einzeltools. Ich bin Heavy WordPress-User gewesen, habe immer noch einige WordPress-Seiten laufen. Und für mich war es immer umständlich, einfach zu schauen, jede Plattform, jedes Tool immer extra kaufen. Es war einfach zu viel. Und ja, ich habe einige andere Tools ausprobiert im Laufe der Jahre und bin dann auf, eigentlich über einen Kunden von mir, der ganz was anderes haben wollte, habe ich mir eben Bilderall nochmal genauer angeschaut und bin dabei geblieben und habe jetzt die letzten 6 Monate doch einiges damit umgesetzt. Ja, ein wenig Einblick dazu möchte ich euch geben. Okay, dann schauen wir uns hier einfach einmal ein Projekt an. Was nehmen wir hier? Hier das für eine Reiseseite zum Beispiel. Ist ganz simpel gestrickt, besteht eigentlich nur aus einer typischen Opt-in-Page, also eine E-Mail-Einsammelseite, eine E-Mail-Bestätigungsseite, eine Danke-Seite. So, hier kannst du alles ganz einfach verschieben, verändern. Also wenn du jetzt sagst, du willst das weg, das Logo ganz woanders hin, spielt überhaupt keine Rolle. Das kannst du gestalten, wie du willst. Du kannst auch von Null auf anfangen. So, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen ein neues Banner. Zum Beispiel gibt es hier schon vorgefertigte First Fold. So, nehmen wir zum Beispiel das. Hier geht man dann drauf mit Rechtsklick auf den Buchstaben. Dann kannst du Banner anordnen und schiebst dieses zum Beispiel nach oben. Mit Verschieben ist es dann oben. So, hier kannst du jetzt natürlich deinen Text ändern. Du kannst das einfach weglöschen. Call to Actions, Buttons, kannst Elemente einsetzen. Es gibt auch immer eine Tour, wenn du möchtest. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel und übersichtlich gehalten. Du kannst hier alles ändern. Das System ist so, dass wir hier zum Beispiel mit einem Banner gearbeitet haben. Das heißt, das Ganze hier ist ein Banner. Innerhalb diesen Banners gibt es jetzt Felder wie entweder Boxen, Videos, Buttons, Call to Actions. Du kannst hier zusätzliche Bilder machen. Du kannst aber auch zum Beispiel sagen, dieser Banner ist mir nicht hoch genug, weil ich brauche mehr Infos da drinnen. Dann sagst du einfach, die Höhe ist 1200, die Minimalhöhe, weil ich eben etwas immer sehen muss, bleibt zum Beispiel auf 117 oder 120. So, und jetzt kannst du hier neue Elemente, was nehmen wir, ganz egal was, ja, zum Beispiel ein E-Mail-Marketing-Formular. Du kannst jetzt eins auswählen, würde hier jetzt natürlich keinen Sinn machen, weil wir ja schon einen Button haben. Dauert ein wenig, dann kann ich aus meinen Listen eine Liste auswählen, die ich zuordnen will. Das mache ich jetzt hier noch nicht. Dann kann ich mir das Ganze im Vorschau-Modus mal ansehen. Sieht jetzt natürlich schrecklich aus, ist auch klar. Hier hast du die Möglichkeit, das Ganze in der mobilen Ansicht zu sehen. Ich speichere das Ganze jetzt mal nicht. Habe dann wieder meine ursprüngliche Variante, die ich mir eben wieder in der mobilen Version anschauen kann.
Sehr simpel, sehr straight. Wenn ich es haben will, gehe ich hier oben einfach auf Speichern und ja, fertig ist die Seite. Dann schauen wir uns hier an. Dann brauche ich natürlich beim E-Mail einsammeln eine sogenannte E-Mail-Bestätigungsseite. Das musst du nicht haben, das kann man auch über klassische E-Mails lösen, aber es sieht halt ganz nett aus, wenn man sagt, hey, lieber Kunde, lieber Interessent, nur noch ein letzter Schritt, bitte öffne deine E-Mail, klicke auf den Bestätigungslink. Wenn er das gemacht hat, geht es dann weiter. Und dazu gibt es hier jetzt die sogenannte Danke-Seite und sagt, hey, du profitierst hier, bla 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 bla, komm hier zum Reiseportal, zur Gruppe oder was auch immer. So, für diese Geschichte hier habe ich ungefähr 20 Minuten benötigt. Mit jedem anderen System würde das deutlich länger brauchen, also somit für mich ein klares Jawohl, das kann was. Dann haben wir hier automatisch, das zeige ich dem nächsten Schritt, so jetzt gibt es zum Beispiel dann Mailing Boss. Ich habe das noch mit der Version 4 gemacht. Da kannst du dir dann die Listen auswählen, die dazugehören zu dem. Also es wird automatisch auch eine Liste im Hintergrund verknüpft, sodass dir nichts verloren geht. So, hier sind wir jetzt in der Listenübersicht von Mailing Boss. Das heißt, für jedes Projekt, für jede Website kannst du ein oder mehrere E-Mail-Einsammellisten erstellen, die kannst du untereinander natürlich dann auch für andere Projekte nutzen, ganz egal. So, haben wir sie hier. Hier haben wir zum Beispiel das 1a Urlaub-Formular, da gibt es den Überblick. Nicht erschrecken, das sieht jetzt momentan ein bisschen komisch aus, aber du siehst hier Aktualisierung, Abonnenten, Segmente, Felder, Seitenvorlagen, Formulare. Unten hast du dann schon eine Statistik, hier ist noch nicht sehr viel drauf. Bei den Seitenvorlagen gibt es jetzt die Option, du kannst jetzt entweder sagen, okay, der Kunde trägt sich ins Formular ein, bekommt dann eine E-Mail geschickt, bitte bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, das sogenannte Double Opt-in, das kannst du über E-Mails lösen, also einfach ganz schlichte Texte. Du kannst das aber natürlich auch über Seiten lösen, dass du eben das ein bisschen eleganter machst. Das wird alles hier in Mailing Boss gemacht. Mittlerweile gibt es auch den Mailing Boss 5, der komplett anders und tech-basiert aufgebaut ist. Aber über Mailing Boss sprechen wir in einem anderen Video, weil das ist einfach zu umfangreich hier. Okay, zurück zu meinen Apps. Also ich nutze hauptsächlich den Cheater Site-Builder, den Funnel-Builder, aber das will ich dir hier jetzt gar nicht erklären. Die E-Learning-App hat so ein bisschen Netflix-Charakter, sieht nach meinem Geschmack cool aus, habe ich gesagt, das ist nur meine persönliche Einschätzung. Dann natürlich Mailing Boss nutze ich auf jeden Fall. Das CRM habe ich mir mal angeschaut, nutze ich nicht. Den Quiz-Builder, den nutze ich. Das heißt zwar Quiz-Builder, aber du kannst damit coole Umfragen erstellen. Die Leute reagieren sehr gut drauf. Ist zum Beispiel eine Methode, um kalte Listen wieder ein bisschen zu aktivieren. Ja, so viel jetzt mal zu dem Einblick hier. Ich zeige dir vielleicht noch ganz kurz, wie die neue Homepage ausschaut. Die ist jetzt in Englisch verfügbar, wird in Kürze auch ins Großteil ins Deutsche übersetzt. Das Coole daran, aha, okay, mittlerweile sind es über 50 Tools. Es wird für jedes eigene Tool, für jedes einzelne Tool auch eine eigene Seite geben. So. Das heißt, wenn du jetzt hier reinschaust, zum Beispiel den Cheater Website Builder, bekommst du dann etwas genauer erklärt, siehst die Features, Möglichkeiten, Funktionen, was kannst du damit machen. Hier zum Beispiel, wie schnell erstellst du eine professionell wirkende, optisch ansprechende und ultraschnelle Seite. Aber das sehen wir uns auch in einem anderen Video. Ja, okay. Ich wollte dir ein Fazit von meiner 222 Tagen geben. Also ich muss sagen, ich habe vieles vorher schon gekannt, vieles ausprobiert, vieles kennen, schätzen, manches lieben, manches hassen gelernt. Mein Fazit ganz klar, Builderall ist eine absolut sensationelle All-in-One-Plattform, die für mich alle Tools hat, die ich für mein Online-Business benötige. Der Support ist sensationell schnell. Wenn du Mitglied wirst,
also wenn du dich für Builderall entscheidest und über meinen Link bestellst, bekommst du zusätzlich von mir noch einen Online-Live-Call, wo ich dich ein wenig durchleite und natürlich unterstütze dich auch später jederzeit. Und du bekommst eine Einladung in die geschlossene Facebook-Gruppe und in die deutschsprachige Builderall Community, und die unterstützt dich und sich gegenseitig wirklich klasse. Also von meiner Seite absolute Kaufempfehlung. Du findest unterhalb von diesem Video auch einen Link zu einer 14-Tages-Demo von Builderall. Schaust dir einfach mal an, wie es dir so gefällt. Wie gesagt, ich persönlich finde es genial. Mehr Infos zu den einzelnen Tools wird es in weiteren Videos geben. Die findest du dann immer hier oder hier. Ja, also abonniere meinen Kanal, klick die Glocke, lass mir ein Like und vielleicht einen Kommentar da. Vielleicht sagst du mir auch, was dir gefällt, was dich interessiert. Okay, bis bald. Okay, das war also jetzt ein Überblick meiner Erfahrungen, ein Einblick in die Tools. Ja, nun entscheide selbst, probiere es einfach aus. Unter diesem Video findest du auch einen Link, wo du das Tool oder alle Tools eigentlich 14 Tage lang kostenlos einfach probieren kannst. Probieren kostet nichts. Also, viel Spaß dabei. Ciao.